Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade-Shop und heute ein neues Review, ein neues Haarstyling-Video oder ja, Produkt-Review. Und zwar zu, man sieht's hier tatsächlich auf den Dosen fast gar nicht, aber an der Seite First Hand. First Hand Supply aus den USA, aus Massachusetts. Und wir haben die grüne, also die All-Purpose Pomade, haben wir schon mal gemacht. Da haben wir schon ein Review dazu. Ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich ein All-Purpose Produkt, das ziemlich gut funktioniert für Slickbacks, für wuschelige Frisuren, es steht zwar drauf, for Shine, for Hold, for Slick Looks, aber es ist nicht ganz so viel Shine wie bei den meisten anderen Produkten. Es ist halt ein natürlicher Glanz. For Hold definitiv und for Slick Looks, man kann es tatsächlich auch relativ gut für Poms verwenden, aber auch für leicht wuschelige Looks, die nicht ganz trocken aussehen sollen, sondern ja, so messy, Slickback, leicht nach hinten gewuschelt mit den Fingern eben. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das tatsächlich noch mehr für Volumen sorgen soll und eben das Ganze noch matter machen soll. Und das ist die First Hand Supply Clay Pomade, genau. Einmal die grüne für etwas Glanz und einmal die pinke für natürlichen Glanz und die pinke eben für den kompletten matten Look. Und durch die Tonerde, die da hinzugefügt wurde, ist das Ganze eben auch noch mit ein bisschen Volumen verbunden. Wie bei allen All-Purpose-Produkten haben wir sehr, sehr gute Inhaltsstoffe. Es sind UVB-Pomaden. Das heißt, ihr habt auch natürliche Wachse drin und ihr könnt das Ganze bei beiden eben, am Abend mit Shampoo auswaschen. Und dann kommen wir mal zur Clay. Sieht tatsächlich relativ ähnlich aus, aber ihr seht schon in der Dose, die ist ein bisschen gelber und glänzt auch. Vielleicht sieht man es, dass sie ein bisschen glänzt. Und die hier ist eben etwas erdiger, etwas matter, etwas beiger und glänzt nicht ganz so stark. Kommt eben durch die Tonerde, die das Ganze matt macht. Ansonsten haben sie tatsächlich ähnlichen Halt und ähnliche Konsistenz. Sind beide, also wer eins von beiden schon hatte, kann auch mal das andere einfach ausprobieren, wenn er möchte. Die unterscheiden sich nicht riesig, aber eben doch ein bisschen. Sind relativ cremige Pomaden, auch die pinke. Riechen auch tatsächlich relativ ähnlich, beide recht zitrisch-holzig, nur dass ihr bei der Clay eben noch diese erdige Note durch die Tonerde dazu habt. Ansonsten ist da tatsächlich nicht viel Unterschied, außer eben jetzt im Endergebnis dann, aber das werden wir euch zeigen. Ansonsten lässt sie sich wunderbar cremig verschmieren, das ist gar kein Thema. Breakdown ist wunderbar, ganz easy, kein Problem. Natürlich nicht ganz so leicht wie Haarcremes oder wasserbasierte Pomaden, also Gelpomaden, weil eben Wachs drin ist. Aber sonst ist das wunderbar, man sieht jetzt auch nicht viel. Ich habe es jetzt nicht ideal, eigentlich müsste ich mir bei mir zumindest, die Haare noch föhnen, dass sie komplett trocken sind. Wir empfehlen eigentlich immer, die Haare leicht feucht zu haben. Ich habe aber so feine Haare, dass wenn sie feucht sind, ich nicht viel damit machen kann, wenn ich ein bisschen Volumen und Struktur reinkriegen will. Eigentlich müsste ich sie jetzt hochföhnen und kann dann mit das Ganze stylen. Durch die feinen Haare habe ich dann auch nicht ganz so das Problem, dass ich nicht mehr durchkomme oder dass es dann zu fest wird, sondern bei mir gibt es einfach noch mehr Volumen. Müsst ihr eben ausprobieren, aber ich mache es jetzt einfach mal mit feuchten Haaren. Habe sie so gut es geht trocken gerubbelt, aber bei mir halten die Haare einfach die Feuchtigkeit sehr, sehr lange. Und das Einarbeiten ist überhaupt kein Thema. Vor allem eben, weil sie noch leicht feucht sind. Und vielleicht sieht man es jetzt schon so ein bisschen, dass es tatsächlich ein bisschen matter ist als vorher tatsächlich. Also die Tonerde zieht die Feuchtigkeit oder bindet die Feuchtigkeit eben recht gut. Und dann nehme ich für eine etwas lockerere Frisur, für die das Ganze ja geeignet ist, die Clay-Pomade, einen gröberen Kamm her. Und ja, wenn man jetzt sagt, das ist ja eben für etwas strukturiertere Looks, etwas messy Looks geeignet, könnte man das Ganze jetzt tatsächlich schon so lassen. Und es ist tatsächlich gar nicht mal so wenig Volumen drin. Und das Ganze mal trocknen lassen. Und das würde ich jetzt auch machen, oder das würden wir jetzt mal machen. Wir warten jetzt einfach mal so 10, 15 Minuten, dass meine Haare eben ein bisschen trockener werden, dass die Pomade ein bisschen anzieht. Sie ziehen natürlich nicht so an wie Gelpomaden, aber sie werden ja trotzdem ein bisschen fester. Und dann schauen wir mal, was die Tonerde sonst noch so an Trockenheit bringt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Servus zurück und wie man vielleicht sieht, wir haben jetzt auch, fairerweise muss man das dazu sagen, die Lichter ausgemacht. Jetzt ist es nicht mehr ganz so glänzend, einfach, dass wir die Scheinwerfer nicht mehr anhaben. Wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten gewartet. Man könnte natürlich noch länger warten. So nach einer halben Stunde wird es dann noch matter. Oder wenn ihr eben, wie gesagt, am Anfang die Haare noch trocken habt, dann habt ihr den Effekt gleich. Aber man sieht vielleicht, es ist doch matter. So ganz strohig matt wird sie aber überhaupt gar nicht, also weil ihr eben viele pflegende Öle und Wachse drin habt, wird sie nicht so strohig matt, wie es zum Beispiel bei einem Grooming Tonic der Fall wäre oder bei so manch anderer Cream, die eben mit weniger Ölen und weniger Wachsen daherkommt. Das heißt, so ein bisschen, ganz kleines bisschen Restglanz habt ihr immer drin, aber es ist schon eher matt, das Ganze. Und wie man sieht, hält eigentlich soweit auch ganz gut. Der Halt ist echt gut gegeben dafür, dass ich auch nicht so viel genommen habe. Und ihr könnt das Ganze jederzeit auch nachstylen, dadurch, dass es nicht aushärtet. Wie gesagt, ich habe jetzt 10 Minuten die Haare nicht angefasst und trotzdem bleibt es flexibel. Es bricht nichts auf, ihr habt kein crunchiges Gefühl, dadurch, dass eben so viele natürliche Wachse und Öle drin sind. Es ist eben eine klassische UVB mit Tonerde, also UVB Clay. Kann man wirklich gar nicht meckern. Ist einer meiner Lieblingspomaden, also beide, die All-Purpose Pomade und auch die Clay Pomade, sind wunderbare Produkte für eigentlich alle Haartypen geeignet, geben genau diesen Sweet Spot von Halt, dass es eben Firm Hold ist, dass die meisten Frisuren ohne Probleme hält, aber nicht komplett fest wird und ihr gar nicht mehr in die Haare bekommt oder die Haare auch gar nicht mehr stylen könnt. Also von daher eigentlich somit, muss man schon sagen, sind somit die besten Produkte eigentlich meiner Meinung nach, die wir haben, wenn es im UVB-Bereich ist, weil sie einfach wirklich in allen Punkten so, die goldene Mitte eigentlich finden. Und da könnte ich jetzt jederzeit noch weiter nachstylen und nachformen. Das Ganze auch mit einem feinen Kamm kann man eben auch nochmal theoretisch durchkämmen, nur dass ihr seht, wie easy das eigentlich geht. Also da zieht auch gar nichts. Das kann man echt easy nachstylen und dann theoretisch noch ein Slickback draus machen. Geht halt wunderbar, auch nach 10 Minuten noch. Das war's zur First Hand, zu den beiden First Hand Pomaden, also eigentlich ja nur zur Clay Pomade. Und falls ihr Fragen zu First Hand habt, zu anderen Pomaden, zu Alternativen vielleicht zu denen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr beide probiert habt und was ihr davon haltet, das würden wir auch gerne wissen. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu Hairstyling habt, zu Pomaden habt, ruft uns gerne an, schreibt uns eine Mail. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen da lasst, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr uns abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!